Hallo ihr Lieben! Heute machen wir eines der beliebtesten Rezepte aus der osmanischen Küche. Es heißt Hünkar beğendi und übersetzt bedeutet es, der Sultan war entzückt oder es hat ihm geschmeckt. Dafür brauchen wir 2 Auberginen, 1 Kilo, 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Tomaten und 1 Esslöffel Paprikamark, 300 Gramm Rinderhackfleisch, eine Zwiebel, 2 Tomaten, 2 Knoblauchzehen, eine rote Spitzpaprika, 1 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Pfeffer und für die Bechamelsoße 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel weißer Pfeffer, ein halber Teelöffel Muskatnuss, 2 Esslöffel Butter, 300 Milliliter kalte Milch, 2 Esslöffel Mehl und 150 Gramm geriebener Käse. Ihr könnt hier Gouda nehmen oder Kaşkaval Kaşar-Käse, den haben sogar viele deutsche Supermärkte. Von meiner gewaschenen Aubergine entferne ich zuerst den Strunk und halbiere sie dann länglich. Wenn ihr dünnere Auberginen habt, könnt ihr sie natürlich ganz lassen. Damit die Auberginen im Ofen nicht platzen, steche ich einige Löcher ein. Ich lege sie in meine mit Backpapier ausgelegte Backform und backe sie bei 200 Grad Umluft für 45 Minuten oder bis sie weich sind und lasse sie danach abkühlen. Im erhitzten Olivenöl brate ich das Hackfleisch etwas an und gebe dann die klein gehackten Zwiebeln und den Knoblauch hinzu. Nach ungefähr 3 Minuten gebe ich dann schon die gewürfelten Paprika dazu und brate diese auch kurz an. Traditionell kocht man das Gericht mit gewürfeltem Lammfleisch, aber viele mögen es lieber mit Kalb- oder Hackfleisch. Dann kommt das gemischte Mark hinzu und wird kurz angeröstet. Nun gebe ich die zerkleinerten Tomaten sowie Salz und Pfeffer hinzu und lasse es noch 5 Minuten köcheln. Dann gebe ich 50 bis 100 Milliliter heißes Wasser dazu. Es sollte eine Bolognese-ähnliche Konsistenz haben. Bei den abgekühlten Auberginen kann man einfach die Haut abziehen. Das habe ich hier bei allen gemacht und schneide sie dann klein. Die Zutaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nun mache ich die Bechamelsoße. Dazu erhitze ich erst die Butter und rühre dann das Mehl ein. Nach ungefähr 2 Minuten gebe ich etwas von der Milch hinzu und rühre ständig weiter. Das ist wichtig, damit keine Klümpchen entstehen, und dann gieße ich den Rest der Milch hinzu und rühre wieder weiter. Unter ständigem Rühren warte ich, bis die Soße eingedickt ist und bis sie so eine cremige Konsistenz hat. Dann gebe ich die zerkleinerten Auberginen hinzu und kurz darauf den Käse und die Gewürze. Den Herd habe ich schon ausgeschalten. Zuerst fülle ich das Auberginenmus auf den Teller und darauf verteile ich dann die Hackfleischsoße. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.